Zum Start der offiziellen Pre-Alpha-Phase vom ziemlich sicher größten Die Siedler-Hoffnungsträger, The First Explorers, wird es selbstverständlich auch wieder Zeit für eine neue Folge Explorer News in eurer Zocker-Lounge. Dementsprechend beleuchten wir heute alles Wissenswerte über den Publisher-Verzicht, die nun laufende Roadmap, den generellen Inhalt und wie ihr ab sofort selbst teilnehmen könnt. Einst als kleines Fanprojekt gestartet, um mal eben die Volker-Wertig-Version eines neuen Die Siedler-Spiels unter Ubisoft spielen zu können, zu dem es bekanntlich nie kam, hat sich The First Explorers vom geschätzten Solo-Dev Sebastian Buchwald aus Karlsruhe in den letzten 4 Jahren sukzessive zu einem waschechten Fantraum entwickelt. Mittlerweile ist das Siedler-like RTS zwar immer noch weit weg von einem möglichen Release, befindet sich aber jetzt immerhin in einem Stadium, in dem ihr eine Partie mit durchaus ganz viel Wuselfaktor in wunderschöner Grafik dank Unreal Engine beenden könnt. Und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung, um über den jetzt verfügbaren Inhalt der Pre-Alpha-Version zu sprechen, also über das, an was ihr ab sofort teilnehmen könnt, wenn ihr euch für ein monatliches Patreon-Abo der Stufe Präfektus oder höher entscheidet, was ca. ab 10 € pro Monat bedeutet. Übrigens wurde dieser Schritt notwendig, nachdem sich Sebastian nach 10 Verhandlungen mit diversen Publishern dazu entschieden hat, sein Baby in kompletter Eigenregie zu Ende zu bringen, um so die kreative Kontrolle zu behalten. Da aber so das Entwicklungsgeld fehlt und er zusätzlich seinen Hauptberuf im Maschinenbau eine ganze Ecke zurückgeschraubt hat, um mehr Zeit für die Entwicklung zu haben, war der jetzige Schritt notwendig. Es geht also nicht in erster Linie unbedingt darum, super früh The First Explorer spielen zu können, sondern gemeinschaftlich das Projekt auf einen Sockel zu heben, auf dem es abgesichert fertig entwickelt werden kann. Alternativ könnt ihr aber natürlich auch auf die kostenlose Demo warten, die Stand jetzt zum Ende des Jahres kommen könnte oder eben dann irgendwann in der Zukunft zum Early Access Start einsteigen. So, jetzt aber wirklich zum aktuellen Umfang. The First Explorers lässt euch erstmals eine Skirmish-Partie mit den Römern auf einer Testmap spielen, die mit 4 Startpositionen daherkommt, welche ihr zudem frei wählen könnt. Die freien Slots könnt ihr mit Bots füllen, die ihr wiederum passiv oder aggressiv agieren lassen könnt oder spielt gleich ganz ohne, um einfach frei testen bzw. bauen zu können. Auch die 2. und 3. Stadtstufe, welche dann später neue Gebäude wie die Hangminen, Mauern oder zum Beispiel Bogenschützen freischalten, fehlen noch, sollen aber mit dem nächsten großen Update der Pre-Alpha-Phase folgen, was uns wiederum zur neuen Roadmap führt. Ganz spannend eigentlich, weil das auch für mich komplett neu war, ist der Fakt, dass The First Explorers neben den eben schon erwähnten Bogenschützen auch mit Kavallerie inklusive Pferdezucht erweitert wird. Auch die für ein Siedlerspiel so wichtigen und gerade sehr vermissten Lager werden somit schon im Laufe des Jahres folgen. Highlight sind dann aber natürlich die Bergminen, die erstmals auch so richtig in den Berg gebaut werden und nicht wie in anderen Interpretationen plump auf den Berg oben drauf. Später, und da befinden wir uns ziemlich sicher schon mindestens im folgenden Jahr, werden dann noch die Karthager als zweite Fraktion ergänzt, sowie der erste Akt der Römer-Singleplayer-Kampagne ins Spiel eingebaut, ehe man dann irgendwann in den Early Access startet. Was natürlich auffällt, ist, dass The First Explorers bis auf weiteres keinen Multiplayer anbieten kann, was aber natürlich weiterhin ein Key-Feature bleibt und definitiv kommen wird, aber zunächst von einer funktionierenden und ausgewogenen Skirmish-Partie abhängt, welches somit Priorität genießt. Es ist also noch ein weiter Weg, aber eben jetzt einer, an dem sich jeder beteiligen kann und mit seinem Feedback über den Explorer Discord eventuell noch das dringend benötigte wichtige Feedback einstreut. In den nächsten Explorer News schauen wir uns dann auf Grundlage der aktuellen Version Dinge wie das Kampfsystem und die Tier 1 Militärausbildung an. Somit bleibt ihr auch hier dementsprechend rundum über dieses so wichtige Siedlerprojekt auf dem Laufenden. Einen Blick in die Pre-Alpha kann ich euch aber schon jetzt empfehlen und natürlich auch ans Herz legen. Bis zum nächsten Mal.